In diesem Video wollen wir uns ein Video vom BW Classics Kanal über die Kampfschimmer der 80er Jahre ansehen und ob wir da Woodland-Uniformen und andere US-Ausrüstungen sehen, schauen wir uns mal an. So, dann gucken wir jetzt mal in das Video über die Kampfschimmer aus den 80er Jahren, was in der Bundeswehr Classics-Reihe auf dem offiziellen Bundeswehrkanal mal erschienen ist. Das Video ist super cool. Man sieht mega viel Oldschool-Zeug und die Zusammensetzung ist auch einfach geil. Und ja, was soll ich noch mehr sagen? Wir gucken erstmal in das Video rein und dann gucken wir das Ganze noch mal ein bisschen einzeln im Detail. Ja, jetzt gehen die Kampfschimmer erstmal an Land, ganz normal Rundumsicherung. Hier vorne sehen wir schon ein Abschussgerät von Milan. Hier die einzelnen Raketen dazu. Hier ebenfalls nochmal. Ja, und jetzt sehen wir schon natürlich, keiner trägt Flecktarn, zur damaligen Zeit natürlich noch Oliv. Aus diesem Grund haben sich die Kampfschimmer gerne bei ihren Partnern bedient, gerade bei den Navy Seals oder das Ganze im Surplus gekauft, vor Ort getauscht, sich da irgendwie ausrüsten lassen. Das ist für die damalige Zeit recht normal. So, hier, wie man sieht, da trägt keiner großartig eine deutsche Uniform, auch keine Hoheitsabzeichen zu sehen oder so, wie das sonst immer heißt. Ähm, aber klassisch damals die gute alte Wintermütze oder die schwarze, ähm, was auch immer so ein kleines Zeichen war für Elite, Kommando, wie auch immer, dass schwarze Wollmützen getragen wurden damals, ne? Natürlich schön zu sehen, noch die Olive, Beeren, Punkt, 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 wie man so schön sagt, innerhalb der Bundeswehr. Genau, jetzt geht es noch ein bisschen ab. Wir sehen die verschiedene Bewaffnung hier nochmal in Action. G8, die Grapi und die MP5 SD und die normale MP5-Version. Ja, bei dem G8 ist schön gerade eben nochmal zu sehen gewesen, dass eine Version mit Gurtzuführung ist und die andere mit Magazin. Das Ganze lief über ein Umbau-Kit. Da konnte man dann quasi die Waffe so weit verändern, dass man einmal eine Gurtzuführungsoption hatte und einmal das Ganze mit Magazin laden konnte. Ja, auch hier noch, hier ist hier die gute alte Bundeswehr, Wintermütze, tolles Teil. Ja, dahinter schon so ein Soldat zu sehen, der das Headset am Kopf befestigt hat. Was für ein Headset ist, da habe ich gar keine Ahnung. Also wenn einer von euch da ein bisschen im Funkthema drin ist oder es einfach kennt, gerne mal raushauen. Hier ist nochmal ganz spannend. Ich glaube, der Boonie-Head, der getragen wird, das dürfte so ein bisschen DPM-Muster sein. Sieht absolut nicht nach irgendwas von Woodland aus. Nach irgendwas aus Woodland aus, meine ich natürlich. Ähm, ja. So, das war dann noch erstmal schon der spannende Teil für mich, wo die ganze Gear zu sehen ist. Und da gucken wir uns jetzt dazu noch ein paar Screenshots an. Ja, dann haben wir hier den ersten für mich interessanten Screenshot. Und zwar sehen wir hier noch einmal die ja, Flugkörper, Lenkflugkörper vom Milan-System. Und das Ganze ist aufgebracht auf eine Traxe, also einem Tragegestell. Und zwar sieht das Ganze sehr stark nach dem alten Bundeswehr-Fernspee-Gebirgsjäger-Rucksack aus. Ich glaube, offiziell ist es irgendwas, die Bezeichnung irgendwas mit Fernspee gewesen. Modell von Deuter, meine ich. Ganz interessantes Teil, dass es hier so genutzt wird, um die Raketen zu transportieren. Spannend nochmal, dass hier Expander angebracht sind, die die Rohre da drauf halten. Schön im taktischen Blau. Hier ist nochmal ein Gurt oder sowas drum, unten und oben. Genau, und dann kommen wir hier schon an den ersten interessanten Punkt der Ausrüstung. Und zwar ist das eine Alice LC2 Magazintasche, also die ganz normale Standard US Government Issued an die Soldaten. Und diese Taschen wurden tatsächlich viel bei den Kampfschimmern genutzt. Zudem trägt der Soldat noch eine Woodland BDU-Uniform mit ja, Feldbluse, Feldhose und hier auch schon eine Wintermütze. Ja, dürfte auch schwarz sein. Dann das nächste Bild, und zwar hier recht interessant erstmal die
Bewaffnung, weil ich das so innerhalb der Bundeswehr, glaube ich, vorher noch nie gesehen habe, dass eine MP5 SD mit Festschaft benutzt wird. Das dürfte dann die MP5 A2 sein, meine ich, die den festen Schaft hat. Genau, die A3 hat den Einschiebeschaft. Was haben wir noch? Die Uniform. Ich habe erst gedacht, okay, die Farben könnten so ein bisschen ERDL sein, aber es sieht nach der RDF-Uniform aus. Das ist so der Vorgänger der späteren BDU, wo dann auch zum Großteil schon Stoff benutzt wurde, der anders als bei der ERDL-Version nicht mehr diese farblichen Übergänge hat, sondern schon sauber getrennt ist in den einzelnen Kanten von den verschiedenen Farben und auch schon die Taschen, quasi so wie man das bei der heutigen BDU kennt, also bei der Woodland BDU kennt, dass die Taschen gerade aufgesetzt waren und nicht wie beim Vorgänger der Jungle-Uniform, wo die Taschen schräg aufgesetzt sind. Und es sieht halt hier stark danach aus, dass hier so die Klappe ist und dass es schon ziemlich gerade ist. Gut, er hebt den Arm, deswegen ist es hier leicht schief, aber Dschungel, der Dschungelschnitt vorher, der wäre deutlich schräger. Aber es lässt sich nur recht schwer erkennen, auch gerade die Farben von diesen alten Aufnahmen. Aber ja. Ansonsten, äh, Gürtel, gleich nochmal habe ich ein Bild, wo man das nochmal ein bisschen besser sieht, aber wir sehen hier schon die zwei Uzi bzw. MP2 Canvas Taschen, wo auch MP5 Magazine reinpassen, die hier viel genutzt werden. Bei dem Fernglas habe ich absolut keine Ahnung oder Laserfernrohr oder was auch immer. Falls es jemand weiß, was das ist, gerne in die Kommentare. Ja, hier sehen wir nochmal ein bisschen näher dran. Also die Koppel, sehen wir hier schon den kleinen Pin, dürfte sehr wahrscheinlich eine LC1 Lochkoppel sein, beziehungsweise ja, LC2, die gibt es am Anfang auch nochmal mit dem Verschluss. Oder noch der Vorgänger aus dem M56-System, M67. Dazu müsste man den Stoff genauer sehen. Aber das ist hier leider nicht gut möglich. Ja, hier, wie gesagt, die Canvas-Taschen. Hier unten sehen wir die Tasche von der Feldjacke. Hier oben die ganz normale Bundeswehr-Splitterhandgranate am Suspender. Der Suspender ist das Modell M56 der Amerikaner, welches auch in Vietnam im Einsatz war. Der nächste Shot hier, der Funker. Wie gesagt, Funkgerät sieht man leider nicht. Headset habe ich auch absolut keinen Plan. Also wer was weiß, dieser trägt auch das G8. Und zwar sehen wir hier sehr schön, dass hier der LC2 Suspender getragen wird. Also keine H-Version, wo das Ganze mit zwei Gurten am Rücken ist, sondern die Y-Version sieht hier aus wie ein umgedrehtes Y. Kann, glaube ich, jeder erkennen. Ja, was sehen wir hier vorne? Hier wieder die Alice LC2 M16 Magazintasche. Dahinter die ganz normale alte IFAK Pouch, also auch aus dem gleichen System. Gürtel wird wahrscheinlich auch LC1, M56, irgendwas aus der Ecke sein, wo man natürlich die Suspende anbringen kann. Der Buttpack sieht ziemlich nach dem M61-Modell aus, also auch alles schon in Vietnam gewesen. Und hier drüben eine amerikanische Canteen-Cover, also eine Feldflaschentasche, also auch mit der amerikanischen Feldflasche. Hier auch wieder Woodland, BDU sehr wahrscheinlich oder vielleicht auch RDF, aber hier auch im amerikanischen Tarn unterwegs. Der nächste Shot, hier haben wir wieder den Soldaten von vorhin mit der MP5A2. Hier sehen wir die Magazintaschen der Uzi MP2 wieder sehr gut. Und als Buttpack trägt er kein amerikanisches Modell, sondern hier den Bundeswehr-Brotbeutel. Hier guckt noch der Kopf einer Feldflasche raus mit dem ABC-Deckel in schwarz. Da war dann der Anschluss dran für die M17-Gasmaske, dass man mit der Maske auch trinken konnte. Und hier ist gerade dieses, gerade eben gezeigt, Y-Suspender. Hier ist der H-Suspender, H-Suspender, auch genannt M56, haben wir gerade von vorne gesehen. Und der Soldat im Vorrücken. Dann sehen wir hier nochmal den Soldaten, der ebenfalls die Kraxe trägt. Hier aber nicht mit den Raketen wie hier, sondern hier das Abschussgerät der, äh, vom Milan-System. Hier hinter kommt schon der nächste Kamerad und der trägt ebenfalls, genauso wie er hier an der Seite,
die Uzi MP2 Magazintaschen aus Canvas-Material. Ja, auch hier Uniform sind wir, glaube ich, soweit durch mit. Tragen ja alle mehr oder weniger das Gleiche. Hier nochmal der gleiche Soldat von gerade eben, jetzt Milan-System aufgebaut. Und hier sehen wir nochmal sehr schön die Taschen. Dahinter ganz cool das US Air Force Pilot Survival Knife. Ähm, Super gut zu erkennen an der Farbe. Ich glaube, die wurden auch bis ja, vor einem Jahrzehnt oder so immer noch hergestellt, genauso. Eigentlich halt ein Messer, welches die Piloten in ihrem Überlebenskit dabei haben, wurde aber immer gerne bei Infanterie, Special Forces etc. auch in Vietnam schon genutzt. Dahinter die Feldflaschentasche und dahinter ebenfalls wieder der BW Brotbeutel. Dann habe ich von den Kameraden hier noch einen Shot von seinen Füßen. Und zwar sehen die Stiefel hier verdächtig nach den alten 80er Jahren Adidas. Ich weiß nicht, ob die Wüstenstiefel waren, aber Adidas hatte ein Modell in diesem Farbton mit schwarzer Sohle. Die sieht hier ein bisschen gräulich aus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das Modell bei den Kampfschimmern getragen wurde. Diese Stiefel sind heutzutage so gut wie gar nicht mehr zu bekommen. Ab und zu mal in der Bucht, also bei eBay, für einen recht hohen Kurs und meistens in irgendwelchen Größen, die kein normaler Mensch wirklich tragen kann, der nicht gerade super kleine Füße hat. So, dann haben wir das nächste Bild. Es war ja auch hier wieder Bundeswehr Wintermütze schön zu sehen. Hier hinten den Kameraden, den wir schon besprochen haben, mit dem M69 Buttpack etc. Und auch der trägt diese sehr hellen beigen Stiefel, die sehr wahrscheinlich das Adidas-Modell sind. Oder war das auch der von vorhin? Ja, ist so Wurst. Ansonsten haben wir hier aber noch mal ein anderes Ausrüstungsstück. Und zwar hier ebenfalls ein Soldat mit Funkgerät, der das große Funkgerät trägt. Hier vorne sehen wir, wie die Antenne rausguckt. Also wahrscheinlich auch ein Funker, der andere hat wahrscheinlich ein anderes Funksystem oder vielleicht für Luftfahrzeuge oder für die See, wie auch immer. Hier das Handset vom Funkgerät und das Ganze ist einfach der alte Bundeswehrrucksack. Die meisten werden noch das Ding unter Jägerrucksack wahrscheinlich kennen, aber hier mit den alten Verschlüssen. Auch hier aber vom Gesamtbild her so kaum wirklich Bundeswehrausrüstung zu sehen. Das dürften noch die alten Bundeswehr-Lederhandschuhe sein. Aber ansonsten hier die Wintermütze und ansonsten nicht ganz so viel. So, ich habe ein Bild vorgezogen, was eigentlich im Video erst später kommt. Aber hier sehen wir nämlich nochmal die, den Jägerrucksack. Ne, oder weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die alte Bezeichnung früher war. Rucksack klein oder so? Ach, keine Ahnung. Ähm, ja, so wie man den auch später dann noch kannte, nur mit den neueren Verschlüssen etc. Also schon die Plastik-Fastex-Verschlüsse. Dann gehen wir mal weiter. Ja, dann hier wird der Kontakt ausgerufen. Hier wird zusätzlich halt noch, wie vorhin schon erzählt, die Grappi eingesetzt. Und wir sehen hier vorne schon eine kleine Tasche, wo man direkt auch an der Farbe gut erkennen kann, dass es wohl sehr wahrscheinlich die M56 Kompass First Aid Tasche ist. Hier, wie ich schon vorhin erwähnt habe, der Boni sieht ein bisschen für mich nach DPM aus. Hier nochmal hat sich der G8-Schütze erhoben. Schön das Woodland-Muster zu sehen. Und hier unten auch wieder die Uzi, MP2-Taschen und hier vorne noch das alte Modell vom Bundeswehr-Kampfmesser. Ich bin ein bisschen skeptisch über die Koppel, ob das vielleicht einfach das alte BW-Modell ist mit dem alten Schultergurten. Ja. Ach, hier ist noch ein Bild, wo man das noch mal besser sieht. Und zwar genau hier die Klappe, der Metallverschluss M56. Und hier sieht man es ganz klar, Woodland BDU. Hier haben wir noch mal eine Nahaufnahme vom, ja, ich glaube, das ist hier der Teamleader. Hier noch mal sehr schön die M56-Suspender zu sehen. Hier sieht man auch die Uniform noch ein bisschen besser. Also ja, wird sehr wahrscheinlich eine RDF sein, in ein bisschen späteren Ausführungen. Und hier sehen wir noch mal schön, wie die Handgranate angebracht ist. Ja, zum Headset kann ich leider nichts sagen. Wer das irgendwie erkennt, bitte drunter schreiben. Jo, das war's auch zum ersten
zu diesem Oldschool-Kammschimmer-Kram. Wenn ihr noch was entdeckt habt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne Kommentare drunter schreiben. Ich habe schon oft gesehen und gelesen, dass die Community da eine ganz große Hilfe ist. Der eine oder andere hat immer noch mal was erkannt. Und das war es jetzt nämlich erstmal zu diesem Video Kampfschimmer auf dem Bundeswehr Classics Kanal. Link ist unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze bzw. beide Teile nochmal angucken, sind sehr sehenswert. Ja, dann bedanke ich mich auch schon und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.